Das Dorf La Bastide-Clarence liegt nur 30 Kilometer von Bayonne entfernt. Es ist ein Ort mit weniger als 1000 Einwohnern, eingebettet in die grüne Landschaft Südwestfrankreichs, malerisch, ruhig, scheinbar sicher. Doch am 20. Februar 2016 wurde das Idyll erschüttert. Ein Notruf ging ein. Ein Doppelmord im Bauernhaus der Familie Roussel. Vater und Mutter waren erschossen worden und der Anrufer war kein Außenstehender, sondern der jüngere Sohn der Familie. Die Familie Roussel bestand aus 4 Personen: Eva, Pascal und ihre beiden Söhne, Jan und Kevin. Sie lebten ein zurückgezogenes Leben als Landwirte, arbeiteten hart, hielten zusammen. Zumindest schien es so. Doch an diesem Februartag wurden Polizei und Rettungsdienst mit einem Bild konfrontiert, das ihnen in Erinnerung bleiben sollte. Als die Beamten das abgelegene Gehöft erreichten, fanden sie 2 leblose Körper vor. Die Opfer, Eva und Pascal Roussel, wiesen Schussverletzungen auf. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, doch jede Hilfe kam zu spät. Einer der Söhne hatte noch versucht, Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen, ohne Erfolg. Am Tisch stand noch das Essen. Es war der Geburtstag von Kevin, dem jüngeren Sohn. Die ganze Familie war versammelt gewesen, um zu feiern. Statt einer Feier folgte eine Tragödie. Die Ermittler begannen sofort, das Umfeld zu sichern und die Anwesenden getrennt voneinander zu befragen. Es war ein ungewöhnlich komplexes Familienszenario. Neben den Brüdern waren auch Kevins Frau Sophia Botnajuk und ihre kleine Tochter Alice im Haus gewesen. Die 2-Jährige hatte durch die Schüsse zu weinen begonnen. Später wurde sie von ihrer Urgroßmutter abgeholt. Die ersten Aussagen warfen mehr Fragen auf, als sie beantworteten. Kevin, der den Notruf abgesetzt hatte, erzählte, dass sein Vater und seine Mutter in letzter Zeit in heftige Auseinandersetzungen geraten waren, angeblich wegen Evas Untreue. Laut seiner Darstellung hatte sein Vater während des Mittagessens plötzlich das Zimmer verlassen, eine Waffe aus dem Büro geholt und seine Frau im Beisein der ganzen Familie erschossen. In Panik sei er selbst dazwischen gegangen, um weiteres Blutvergießen zu verhindern, habe mit seinem Vater gerungen, und doch die Schüsse hätten sich dabei versehentlich gelöst. Eine schockierende Geschichte. Doch sie hatte einen entscheidenden Haken. Sie passte nicht zu dem Bild, das Freunde und Nachbarn von Eva und Pascal zeichneten. Die Roussels galten als Musterpaar, respektvoll, liebevoll, loyal. Niemand konnte sich vorstellen, dass Pascal seine Frau ermorden oder dass Eva eine Affäre gehabt haben sollte. Die Polizei wurde misstrauisch. Als die forensischen Untersuchungen abgeschlossen waren, fiel der erste Bruch in Kevins Geschichte auf. Die Schussverletzungen an Pascals Körper deuteten nicht auf ein Gerangel hin, sondern auf einen gezielten Ablauf. Keine Anzeichen eines wilden Gerangels, sondern ein kontrollierter Ablauf, ganz im Gegensatz zu dem, was Kevin behauptete. Die Ermittlungen nahmen eine neue Wendung. Die Polizei nahm beide Brüder vorläufig in Gewahrsam und begann mit einer genaueren Analyse der Ereignisse. Kevins Frau Sophia wurde weiter befragt. Ihre Aussagen waren jedoch widersprüchlich und verstärkten den Verdacht. Kevin änderte schließlich seine Version. Jetzt beschuldigte er Jan, den älteren Bruder. Dieser sei instabil, unberechenbar, aggressiv gegenüber den Eltern gewesen. An jenem Tag sei er ausgerastet und habe beide erschossen. Sophia stützte diese Version. Jan sei komisch gewesen, habe sich auffällig benommen, sei unruhig durch das Haus gelaufen. Es habe Streit gegeben, dann seien Schüsse gefallen. Währenddessen wurde Jan separat befragt. Er war blutverschmiert, aber unverletzt. Er sagte kaum etwas, war wie in Trance. Doch was er sagte, passte erneut nicht zur Darstellung seines Bruders. Die Waffe, sagte Jan, sei in Kevins Händen gewesen. Und Kevin sei es gewesen, der ihre Eltern getötet habe. Jan habe nur versucht, ihnen zu helfen. Seine Stimme war ruhig, beinahe mechanisch. Keine Tränen, kein Zittern, nur klare, kühle Aussagen. Die Polizei entschied, ihn vorübergehend in Gewahrsam zu nehmen. Zu widersprüchlich schienen seine Aussagen, zu befremdlich seine Reaktionen. Selbst sein Anwalt war irritiert von der Emotionslosigkeit. Später erklärten Sachverständige, dass Jan am Asperger-Syndrom leidet, einer Form des Autismus, die unter anderem mit Schwierigkeiten im Ausdruck von Emotionen verbunden ist. Seine Ruhe war keine Kaltschnäuzigkeit, sondern ein Symptom seiner neurologischen Veranlagung.
Trotz dieser Erkenntnis wurden die Verdächtigungen gegen ihn noch nicht ausgeräumt. Für die Justiz galt er weiterhin als möglicher Beteiligter. Jan blieb weiterhin in Haft. Die Diagnose Asperger-Syndrom war für die Ermittler nicht nur medizinisch bedeutsam, sie veränderte die gesamte Perspektive auf Jan Roussel. Psychologen erklärten, dass Menschen mit dieser Form des Autismus kaum lügen, selten aggressiv sind und oft in fest strukturierten, ritualisierten Lebensmustern leben. Emotionale Reaktionen wie Weinen oder Schreien seien ihnen fremd, nicht aus Kälte, sondern aus neurologischer Unfähigkeit, Emotionen so zu zeigen wie neurotypische Menschen. Jan hatte versucht, seinen Eltern zu helfen. Er hatte den Notruf nicht selbst gewählt, vermutlich weil ihm in diesem Moment schlicht die Idee nicht kam. Doch er blieb am Tatort, unbewaffnet, leistete erste Hilfe. Für die Ermittler war das ein wichtiges Signal. Die Aussage, dass alles im Affekt passiert sei, begann zu bröckeln. Freunde und Bekannte der Familie bestätigten das Bild. Jan war ruhig, freundlich, manchmal zurückgezogen, aber nie gewalttätig. Kevin dagegen hatte eine kompliziertere Beziehung zu den Eltern. Er war impulsiv, leicht reizbar und es gab immer wieder Streit, insbesondere wegen Geld. Die Ermittler vertieften sich in Kevins Lebensumstände. Seit der Hochzeit mit Sophia, einer jungen Frau aus Kasachstan, lebte das Paar in einer Wohnung in Bayonne, die Pascals Familie für sie finanziert hatte. Miete, Lebenshaltungskosten, sogar die Hochzeit selbst. Alles wurde von Eva und Pascal bezahlt. Kevin hatte keinen festen Job. Sophia auch nicht. Das Paar war finanziell vollkommen abhängig von den Eltern. Doch kurz vor der Tat hatte sich etwas geändert. Die Eltern hatten entschieden, Kevin nicht weiter zu unterstützen. Sie drängten ihn zur Eigenständigkeit. Für Sophia und Kevin war das offenbar ein Schlag. Freunde berichteten später, dass das Paar angedeutet habe, nach Kasachstan zurückzukehren und den Kontakt abzubrechen, insbesondere den zu Alice, die von den Großeltern sehr geliebt wurde. Eine emotionale Erpressung, die nicht fruchtete. Der Druck wuchs. Und mit ihm die Spannungen. Eva und Pascal erzählten mehreren Bekannten, dass sie sich zunehmend unwohl in der Gegenwart ihres Sohnes fühlten. Es war eine stille Angst, schwer zu fassen, aber immer spürbarer. Mehrere Wochen nach dem Verbrechen führten die Ermittler eine erneute Durchsuchung in der Wohnung von Kevin und Sophia durch. Dabei machten sie einen Fund, der die Ermittlungen endgültig in eine andere Richtung lenkte. In der Innentasche einer Jacke fanden sie einen zerknüllten Zettel. Darauf, handschriftlich mit schwarzem Marker, war ein Ablaufplan notiert. Punkt für Punkt war das Verbrechen skizziert. Waffen, Zeitplan, Alibi. Der Text war eindeutig und kompromittierend. Von diesem Moment an gab es kaum noch Zweifel. Der Mord war geplant. Kein Familiendrama im Affekt. Kein Zufall, sondern ein gezielter Versuch, das gesamte Familienvermögen an sich zu reißen. Ein eiskalter Plan. Kevin wurde verhaftet. Die Ermittler gingen nun davon aus, dass er nicht nur seine Eltern töten wollte, sondern dass auch Jan in Gefahr gewesen sein könnte. Als einziger weiterer Erbe stand er im Weg. Doch etwas war offenbar schiefgelaufen. Jan hatte überlebt. Vielleicht, weil Kevin ihn nicht rechtzeitig ausschalten konnte. Vielleicht, weil ihm im entscheidenden Moment die Munition ausging. Oder vielleicht, weil Jan sich wehrte. Sophia, Kevins Ehefrau, wurde erneut befragt. Sie beteuerte weiterhin ihre Unschuld. Doch ihre Aussagen waren vage, teilweise widersprüchlich. Es wurde klar, auch sie hatte mehr gewusst, als sie zugab. Der Verdacht wuchs, dass sie aktiv in den Plan involviert gewesen sein könnte. Am 1. April 2016 wurde Sophia wegen Beihilfe zum Mord in Untersuchungshaft genommen. Sie weinte, stritt alles ab, beteuerte, nichts gewusst zu haben. Doch die Ermittler hatten nun ein Motiv, einen Ablaufplan und ein Verhalten, das kaum mit Unwissenheit zu erklären war. Gleichzeitig wurde Jan aus der Haft entlassen. Mehrere Wochen war er fälschlich verdächtigt und inhaftiert worden, wodurch er nicht einmal an der Beerdigung seiner Eltern teilnehmen konnte. Nun kehrte er zurück, verstört, aber frei. Die Justiz begann, das Puzzle neu zusammenzusetzen, und Jan begann zu erzählen. Jan war kein Mann vieler Worte, doch was er in den Vernehmungen preisgab, reichte aus, um das Bild weiter zu vervollständigen. Er erinnerte sich an den Ablauf des Tages mit minutiöser Genauigkeit.
typisch für Menschen mit Asperger-Syndrom, die oft über ein außergewöhnliches Gedächtnis für Details verfügen. Es war der Geburtstag von Kevin. Die Familie hatte sich zum Mittagessen versammelt. Eva hatte gekocht, Pascal Wein eingeschenkt, Sophia hatte Alice auf dem Arm gehabt, Kevin saß ihr gegenüber. Die Stimmung war ruhig, doch unter der Oberfläche gärte es. Kevin wirkte angespannt. Es gab Diskussionen über Geld. Jan hörte seine Eltern sagen, dass sie nicht länger zahlen wollten, dass Kevin endlich Verantwortung übernehmen müsse. Kurz nach dem Essen sei Kevin plötzlich aufgestanden, mit dem Vorwand, etwas holen zu müssen. Jan hatte beobachtet, wie er in das kleine Büro ging, wo die alte Pistole seines Vaters. Wenige Minuten später fiel der erste Schuss. Jan war der Einzige, der sich nicht in Panik verlor. Er sah seinen Vater blutüberströmt, auf dem Boden liegend. Die Mutter schrie. Kevin feuerte erneut. Eva brach zusammen. Jan versuchte, seine Eltern zu retten, versuchte, Kevin aufzuhalten, doch sein Bruder war schneller, kräftiger und hatte eine Waffe in der Hand. Jan erinnerte sich, wie Sophia plötzlich auftauchte. Sie rief nach Alice. Das Kind weinte. Sophia packte es, verließ das Haus. Kevin schloss die Tür, verriegelte sie. Dann schaute er Jan an. In diesem Moment, so sagte Jan, habe er geglaubt, sterben zu müssen. Doch Kevin schoss nicht. Warum, blieb unklar. Vielleicht hatte er keine Kugeln mehr. Vielleicht war der Moment nicht vorbereitet. Vielleicht hatte er Angst, dass Jan sich wehren würde. Stattdessen schrie er seinen Bruder an. Jan solle ruhig bleiben, nichts sagen. Es sei ein Unfall gewesen, ein Missverständnis. Jan verstand nicht. Er war überfordert, aber nicht panisch. Er fragte nur, ob seine Eltern noch lebten. Kevin antwortete nicht. Stattdessen griff er zum Telefon, rief die Polizei und stellte sich selbst als Retter dar. Für die Ermittler war diese Aussage ein weiterer Baustein im Mosaik. Sie passte zu den Spuren, zu den Obduktionsberichten, zu den Aussagen von Nachbarn. Kevin hatte versucht, die Kontrolle zu übernehmen, doch Jan hatte überlebt. Und damit die Wahrheit. Sophia hingegen blieb eine Grauzone. In den Verhören beteuerte sie, sie habe die Schüsse gehört, sei in Panik geraten und mit dem Kind geflohen. Doch sie habe nichts von einem Mordplan gewusst. Die Ermittler glaubten ihr nicht. Der Zettel mit der Ablaufskizze war in ihrer Wohnung gefunden worden. Außerdem waren in ihrer Handschrift Notizen entdeckt worden, To-Do-Listen, Einkaufszettel, die eindeutig belegten, dass sie Zugang zum Schreibtisch hatte. Der Vorwurf lautete nun auf Beihilfe zum Mord und versuchte Einflussnahme auf einen Zeugen. Für die Staatsanwaltschaft war klar, Sophia war nicht nur Zeugin, sondern Mitwisserin, möglicherweise sogar Mitplanerin. Im November 2017, rund 1,5 Jahre nach der Tat, kam es zur Anklage. Kevin Rouxel wurde des Doppelmords an seinen Eltern beschuldigt. Seine Frau Sophia wurde wegen Beihilfe zum Mord und versuchter Einflussnahme auf einen Zeugen angeklagt. Der Zeuge war Jan. Der Prozessbeginn wurde für Februar 2018 angesetzt, 2 Jahre nach dem Verbrechen. In der Zwischenzeit war Jan bei Verwandten untergekommen. Er mied die Öffentlichkeit, gab keine Interviews und wurde psychologisch betreut. Seine Welt, geprägt von Routinen und festen Strukturen, war zusammengebrochen. Doch in aller Stille bereitete er sich darauf vor, im Zeugenstand seinem eigenen Bruder gegenüberzutreten. Für die Justiz war dies ein seltener Fall. Ein Autist als Hauptzeuge in einem Mordprozess, bei dem der Täter aus der eigenen Familie stammt. Die Herausforderung war enorm und die Tragödie noch größer. Der Prozess gegen Kevin und Sophia begann am 19. Februar 2018, fast genau 2 Jahre nach der Tat. Der Gerichtssaal im südfranzösischen Pau war gut besucht, Journalisten und Beobachter füllten die Bänke. Das Interesse war groß, nicht nur wegen der Brutalität des Verbrechens, sondern auch wegen der komplexen familiären Verstrickungen, die diesen Fall so besonders machten. Kevin Rouxel trat mit gesenktem Kopf in den Saal. Er wirkte blass. Seine Stimme war ruhig, fast monoton. Doch was er sagte, war eine neue Geschichte. Er streitete nun den Mord nicht mehr völlig ab, aber er behauptete, in einer psychischen Ausnahmesituation gehandelt zu haben. Eine Affekttat, ausgelöst durch Demütigungen, finanzielle Ablehnung, emotionale Erpressung durch seine Eltern.
Er habe sich gedemütigt gefühlt, wie ein Kind behandelt. Und in diesem Moment sei ihm alles zu viel geworden. Doch die Staatsanwaltschaft konterte mit dem Ablaufplan, dem Beweis für eine langfristige Vorbereitung. Es war nicht der spontane Ausbruch eines überforderten Sohnes, sondern ein durchdachter Mord an beiden Elternteilen, geplant, aufgeschrieben, umgesetzt. Sophia verteidigte sich energisch. Sie habe nichts gewusst. Ihr sei schlecht geworden, als sie die Schüsse hörte. Sie habe nur ihr Kind schützen wollen. Die Notizen in der Wohnung seien alte Zettel. Sie habe nie verstanden, was Kevin vorhatte. Sie sei selbst Opfer einer schwierigen Familiensituation und eines dominanten Ehemannes. Doch während ihrer Aussage wirkte sie kontrolliert. Keine Tränen, keine echten Regungen. Die Geschworenen beobachteten sie genau und fragten sich, war diese Frau wirklich so ahnungslos? Der zentrale Moment des Prozesses kam mit der Aussage von Jan Rouxel. Wochenlang hatten Gutachter mit ihm gearbeitet, ihn vorbereitet, begleitet. Der Zeugenstand war ein Ort der Überforderung. Grelles Licht, viele Blicke, laute Stimmen. Für jemanden mit Asperger-Syndrom eine fast unerträgliche Umgebung. Und doch trat Jan auf. Ruhig, präzise, ohne Pathos. Er beschrieb die Abläufe des Tattages und seine Beobachtungen mit minutiöser Genauigkeit, typisch für Menschen mit Asperger-Syndrom. Er sprach von der Waffe, vom Verhalten seines Bruders, vom plötzlichen Wandel in dessen Tonfall. Er widersprach direkt den Versionen von Kevin und Sophia. Er blieb sachlich, aber was er sagte, war vernichtend. Der Verteidiger versuchte, Jans Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Er sprach von Wahrnehmungsstörungen, von eingeschränkter Empathie, von möglichen Fehldeutungen. Doch die Gutachter widersprachen. Jan sei hochintelligent, aufmerksam und gerade durch seine neurologische Struktur unfähig zu lügen. Seine Darstellung sei konsistent, faktisch und glaubwürdig. Für viele im Saal war dies der bewegendste Moment. Der stille Bruder, der das Verbrechen überlebt hatte, der nie im Mittelpunkt stand, war nun die wichtigste Stimme der Wahrheit. Und mit jedem Satz wurde klarer, Kevin hatte nicht im Affekt gehandelt. Es war geplant, systematisch, und Sophia hatte zumindest davon gewusst. Während des Prozesses wurde bekannt, dass Kevin sich kurz vor der Tat nach finanziellen Unterlagen erkundigt hatte, darunter auch Fragen zu möglichen Versicherungen seiner Eltern. Ein Gutachten belegte, dass der Ablaufplan in seiner Handschrift verfasst worden war. Die Fassade bröckelte. Kevin schwieg mehr und mehr. Sophia blieb bei ihrer Version. Doch die Indizien waren erdrückend. Am letzten Verhandlungstag kam Jan noch einmal zu Wort. Er sagte nur einen Satz: Ich wollte nie der Einzige sein, der überlebt. Der Satz blieb im Saal hängen, still, klar und von unfassbarem Gewicht. Der letzte Verhandlungstag begann unter hoher Anspannung. Die Geschworenen hatten tagelang Zeugenaussagen, Gutachten und Indizien geprüft. Doch in der Luft lag mehr als nur juristische Spannung. Es war das Gewicht einer zerbrochenen Familie, das den Raum erfüllte. Die Staatsanwaltschaft forderte die Höchststrafe, lebenslange Haft für Kevin Rouxel wegen zweifachen Mordes und eine 20-jährige Freiheitsstrafe für Sophia Bodnarczuk wegen Beihilfe und versuchter Einflussnahme auf einen Zeugen. Die Anklage betonte erneut die Kaltblütigkeit des Plans, die systematische Vorbereitung und das doppelte Motiv: Rache und Geld. Die Verteidigung plädierte auf eine psychische Ausnahmesituation bei Kevin. Kein geplanter Doppelmord, sondern ein Kurzschluss aus emotionaler Überforderung. Bei Sophia beantragte sie Freispruch. Sie sei nichts weiter als eine verängstigte Mutter gewesen, die nach den Schüssen nur noch fliehen wollte. Doch die Geschworenen sahen es anders. Am 15. März 2018 wurde das Urteil verkündet. Kevin Rouxel wurde in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er seine Eltern gezielt, geplant und aus niederen Beweggründen ermordet hatte. Die lebenslange Freiheitsstrafe wurde verhängt, mit einer Mindesthaftdauer von 22 Jahren vor möglicher Bewährung. Sophia Bodnarczuk wurde der Beihilfe zum Mord schuldig gesprochen, allerdings in einem minderschweren Fall. Das Gericht sah zwar Hinweise auf ihr Wissen und ihre Unterstützung, jedoch keine direkte Beteiligung an der Tötung.
Sie erhielt eine Haftstrafe von 7 Jahren. Die Urteilsverkündung verlief still. Kevin zeigte keine Reaktion. Sophia weinte. Jan war nicht anwesend. Nach dem Prozess kehrte Jan in das Haus seiner Eltern zurück. Nicht aus sentimentalen Gründen, sondern weil es keine andere Unterkunft gab. Er lebte dort allein, umgeben von Erinnerungen, Routinen, Geistern der Vergangenheit. Die Nachbarn halfen ihm mit Einkäufen, das Jugendamt bot Betreuung an, doch Jan lehnte viele Angebote ab. Er wollte nur Ruhe und Struktur. Der Garten, in dem einst Eva ihre Blumen pflegte, wurde nun von Jan gepflegt. Das Fenster, hinter dem Pascal abends las, blieb dunkel. Die Stille war neu und gleichzeitig vertraut. Für Jan war es kein Ort des Schreckens. Es war einfach zu Hause. Die Geschichte der Familie Roussel verschwand langsam aus den Schlagzeilen. Keine Berufung, keine neuen Enthüllungen, kein skandalöses Nachspiel. Nur ein Haus in einem kleinen Ort im französischen Baskenland, in dem 2 Leben ausgelöscht wurden und ein 3. weiterging. Leise, beharrlich. Für die Justiz war der Fall abgeschlossen, für Jan vielleicht nie. Nach dem Urteil blieben Fragen offen, nicht juristisch, aber menschlich. Wie hatte es so weit kommen können? Wie konnte aus einem Sohn ein Mörder werden? Und was geschah mit jenen, die zurückblieben? Mit Jan, mit der kleinen Alice, mit einer Familie, die es nicht mehr gab? Kevin Roussel wurde in ein Hochsicherheitsgefängnis in Südfrankreich verlegt. Laut Justizvollzugsanstalt zeigte er keine Reue. Er war höflich, angepasst, schrieb regelmäßig Briefe, vor allem an seine Tochter. In diesen Briefen präsentierte er sich als Opfer, als missverstandener Mann, als jemand, dem alles genommen wurde. Er erwähnte die Tat kaum. Stattdessen schilderte er Alice ein idealisiertes Bild ihrer Familie, ein Bild, das nicht existierte. Sophia Bodnarczuk wurde nach einigen Jahren Haft in ein offenes Vollzugssystem überführt. Sie beteuerte weiterhin, dass sie keine Schuld trage. Doch Kontakte zu ihrer Tochter wurden ihr nur unter Aufsicht gestattet. Der Staat hatte entschieden, dass Alice vorerst in einer Pflegefamilie leben sollte, weit weg vom Ort der Tat, mit neuem Namen, neuer Schule, neuer Identität. Sie war erst 5 Jahre alt, als ihre Großeltern starben. Zu jung, um zu verstehen, was geschah. Alt genug, um alles zu fühlen. Und Jan? Er blieb im Haus. Die Behörden hatten ihm angeboten, auszuziehen, in eine betreute Wohnform zu wechseln. Doch Jan lehnte ab. Er wollte bleiben. Nicht aus Trotz, sondern aus Prinzip. Für ihn war es nicht das Haus eines Verbrechens. Es war das letzte funktionierende Element seiner Welt. Die Möbel standen dort, wo sie immer standen. Die Uhr an der Wand tickte im gleichen Rhythmus. Die Gardinen waren frisch gewaschen, so wie es seine Mutter getan hatte. Ordnung bedeutete für Jan Sicherheit. Ein Sozialarbeiter besuchte ihn regelmäßig. Sie gingen gemeinsam einkaufen, planten Arztbesuche, sprachen über Alltagsdinge. Doch Jan sprach kaum. Wenn er redete, dann mit präziser Logik. Keine Emotionen, keine Klagen, nur Beobachtungen. Er schrieb Listen, führte Buch über Lebensmittel, erstellte Zeitpläne für Gartenpflege, Wäsche, Müllentsorgung. Im Dorf war Jan längst kein Fremder mehr. Die Nachbarn grüßten ihn, ließen ihm kleine Zettel mit Rezepten oder Kuchen vor der Tür. Manche vermieden Gespräche über die Vergangenheit. Andere erwähnten sie ganz bewusst, um zu zeigen, dass sie ihn nicht vergaßen, dass sie ihn sahen. So endet die Geschichte der Familie Roussel nicht mit einem Knall, sondern mit einem Flüstern. Kein Drama im klassischen Sinn, sondern ein Riss, der durch Generationen ging. 2 Eltern, die alles gaben. Ein Sohn, der nahm. Ein Bruder, der blieb. Und ein Kind, das hoffentlich irgendwann wieder lernt, zu vertrauen. Manchmal ist das größte Verbrechen nicht der Mord, sondern das Schweigen danach. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.